Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian, hier habe ich den Dominik Ricker, bekannt aus YouTube. Der Mann, der seinen Finger freiwillig in eine Tischkreissäge gestellt hat. Der Mann, dem sein Makita-Akkuschrauber kaputt gegangen ist. Warum das so ist, warum er angefangen hat zu rauchen, werden wir in diesem Video auf jeden Fall uns mal anschauen. Und vor allem werden wir heute eine Sache erfahren, nämlich warum ist er zum Akku konvertiert und sagt, Kabel ist gar kein Ding mehr. Das muss ja hart sein. Ja. Bei YouTube. Dann würde ich jetzt anfangen. Hast du das Gefühl, ich frage jetzt komische Fragen? Gar nicht. Nee, weiß ich auch noch nicht. Überhaupt nicht. Ja, dann lass uns doch einfach mal anfangen. Wir haben hier Dominik Ricker und Sebastian. Ja? Bei dir muss man den Namen immer dazu sagen, weil dein YouTube-Name ist ja Dominik Ricker. Ja, ich war da sehr einfallslos. Ja, okay. Ich meine, ich heiße immerhin Helden der Werkstatt. Das ist auch eine kleine Anmaßung. Aber es geht ja bei mir immer um die Zuschauer draußen, aber sei es drum. Dominik ist hier am Start. Und der Dominik ist bist du eigentlich Tischlermeister? Bist du Tischler? Nee, einfacher Geselle. Ganz läppscher. Hast du nie zum Meister geschafft? Nee. Warum eigentlich nicht? Ernsthafte Antwort? Ja. Ist mit viel Geld und wenig, also du hast wenig davon. Es macht eigentlich nur Sinn, wenn man sich wirklich dann auch mit einer Tischlerei selber selbstständig machen möchte. Gibt auch noch hier und da ein paar andere Wege, aber sagen wir mal, so wäre das. Du kriegst in der Regel in der Tischlerei nicht mehr Geld, wenn du als Meister angestellt bist. Das stimmt, ja. Es kann mal vielleicht hier und da sein, dass es in der Industrie dann gefordert ist, wenn du da irgendwie noch aufsteigen möchtest. Aber ich kenne genug, die einen Meister gemacht haben, auch in anderen Bereichen. Und dann kriegen sie vielleicht 1 Euro mehr, haben aber dafür auch viele Schulden gemacht und viele Haare gelassen. Oder diese Haare sind grau geworden. Ganz kurz, woher kennen wir Dominik Ricker so im Allgemeinen in der medialen Welt von heute? Früher warst du mal eine Zeit lang, also ganze Zeit lang bei Maschinenhandel Meier. Hast dort auch jede Menge Videos gemacht. Ja. Auch, ich sage mal, auch Standardvideos hast du gemacht, die wirklich über die Jahre auch Hunderttausende von Aufrufen haben. Ein Standardvideo ist zum Beispiel, wie stelle ich eine Bandsäge ein? Habe ich letztens zwar auch ein Video gemacht, wo ich noch mal ein paar andere Kniffe gezeigt habe, aber das ist zum Beispiel von dir. Es gibt auch einige andere Sachen. Da hast du eine Menge Spaß gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Hast heute aber deinen eigenen YouTube-Kanal und bist noch anderweitig geschäftlich unterwegs. Ich sag mal erstmal wie auch immer, aber von dort kennt man dich. Ja? Und du bist jemand, den man auch sehr stark aus dem Thema, ich sag mal wirklich Handwerk kennt. Und ich habe dich heute hier eingeladen, weil du ich sage mal, auch ein gewisses Verhältnis zu Werkzeug hast. Und das unterscheidet sich aber sehr stark von meinem Verhältnis zu Werkzeug. Ja? Kann man das so sagen, oder? Ja, also ich glaube, mir ist fast egal, was du mir für ein Werkzeug in die Hand drückst. Ich freue mich bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Aber also wir hatten das ja vorhin auch schon, ne? Das mit dem Kabel. Ich finde, das ist einfach so typisch für dich. Du guckst dir die Details an und ich denke mir, cool, das Sägeblatt ist scharf, lass uns loslegen, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Und darum bin ich auch einfach sehr schlecht, wenn ich dann jetzt so YouTube-Videos mache, wo ich dann irgendwie so ein Produkt zeigen oder vergleichen will oder so. Ich habe halt sehr wenig Aspekte, auf die ich wirklich gucke. Und ich bin, glaube ich, relativ schnell zufriedenzustellen. Ja, es muss jetzt auch nicht zwingend das von Festool sein, sondern ich bin da eigentlich relativ markenungebunden unterwegs, ne, was dann irgendwie Preis-Leistung passt. Für mich ist Ergonomie tatsächlich eine wichtige Sache. Also da lege ich fast noch so am meisten Wert drauf. Das ist ja immer eine Verlängerung der Hand, ne? Und wenn ich das dann irgendwie fühle, es gibt zum Beispiel, darf ich hier ein Negativbeispiel anführen? Absolut. Es gibt ja zum Beispiel die Tauchsäge von DeWalt, die von oben so runtergedrückt wird. Ja. Kann ich nicht. Macht mich fertig. Wirklich. Da kriege ich die komplette Krise mit dieser Tauchsäge. Kann sein, dass die 5000 tolle Funktionen hat. Die könnte ich mir nicht kaufen. Vielleicht auch, weil ich einfach gewohnt bin, dass ich die so nach vorne kippe. Aber das ist eine gute Frage. Ich finde das, was du jetzt gerade sagst, finde ich super spannend. Und genau das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns doch mal mit Dominik sprechen, weil du da auch so deinen eigenen Blick auf die Dinge hast. Ja? Und deswegen möchte ich mit dir wirklich auch so ein bisschen philosophieren. Du bist ja auch gerade am Haus bauen oder Haus umbauen. Hör auf. Es ist ein Graus ein bisschen, aber da brauchst du ja auch Werkzeug. Ja? Da würde mich auch interessieren, was benutzt du und so weiter. Aber bei der besprochenen Säge eben ist es so, dass es eine Kleinigkeit ist, die anders ist. Die Säge an sich ist extrem durchzugsstark.
Aber wir sind es gewohnt, Tauchsägen nach vorne einfach zu kippen. Bei der Säge ist es so, du greifst sie und du drückst sie quasi nach unten. Also wirklich, die macht eine sehr direkte Bewegung nach unten. Hat einen riesen Vorteil, weil du sehr, sehr viel bewusster an der Stelle sägen kannst, wo du hin möchtest. Du hast nicht dieses beim Eintauchen ist es normalerweise so, dass du hast so einen Strich und machst und tust und guckst da so ein bisschen. Bei der Säge von Dewald ist es so, dass du sehr genau siehst, dahin, runter, fertig. Das ist, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, funktioniert das auch ziemlich gut. Aber es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich sogar falsch an, würde ich sagen. Aber das ist aber, glaube ich, nur eine Sache, die wir jetzt so sehen. Ich vermute, wenn wir eine TS55 irgendwo aufs amerikanische Festland schmeißen, dann sagen die, es ist irgendwie komisch, wieso bewegt sich das so? Ja, ist aber interessant. Das finde ich persönlich aber interessant, wie sehr wir eingeschliffen sind an vielen Dingen. Ja. Interessant, die gibt es auf dem deutschen Markt gar nicht. Kennst du diese Baukreissägen, die ganz gerne verwenden? Genau meinst du? Die haben hinten so einen Griff, ähnlich wie bei einer Säbelsäge. Ja. Und vorne haben die da, also das ist eine Kreissäge. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Ich weiß, was du meinst. Ja? Gibt's hier ja gar nicht. Gibt's hier gar nicht. Aber die benutzen die im Prinzip, also Sicherheitsvorkehrungen sind da ja auch so begrenzter, sag ich mal. Ja? Aber die benutzen die auch teilweise, da werden nicht unbedingt gerade Schnitte mitgemacht, dann wird hier mal reingestochen. Das ist für die so eine Mischung aus einer Kreissäge, Säbelsäge und Stichsäge. Ja. Ich glaube, wir würden damit gar nicht zurechtkommen. Wäre eigentlich auch mal ein spannender Test. Lass mal so ein Ding importieren, mal gucken, wie wir zurechtkommen. Aber die machen damit dann irgendwie alles. Ich würde aber eher sagen, an der Stelle, BG sagt nein. BG sagt, Junge, also, was ist das? BG sagt, Junge, geh nach Hause. Aber Ja. ist das, warte mal, das ist ein interessantes Thema. Lass uns nicht über die BG sprechen, aber über Sicherheit. Du warst ja heute hier mit einer Säge. Wir haben uns die Source-Stop-Säge angeschaut. Ja? Das ist eine Tischkreissäge, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist eine Tischkreissäge, die eigentlich sägt wie jede andere Säge. Aber wenn du mit dem Finger ins Sägeblatt kommst, dann löst sie aus, sprengt ein Stück Aluminium ins Sägeblatt und innerhalb von 0,1 Sekunde, glaube ich, ist es. Bisschen weniger, ja. Ist es so, dass sie sofort stoppt und deinen Finger rettet. Ja, also ein Riesensicherheitsthema. Du wirst dich dem Thema ja nicht ohne Grund genähert haben an der Stelle, weil die Sicherheit wichtig ist, oder? Genau, also Sicherheit ist bei vielen Sachen, die auch so bei meinen Hobbys, also steht für mich Sicherheit schon sehr weit oben, weil ich mache ganz gerne so Extremsportarten. Und ich finde auch, mit dieser Beruf an sich ist ja jetzt ein bisschen gefährlicher, als im Office zu sitzen. Du hast vorhin gesagt, es ist gefährlicher als Stricken. Es ist auch gefährlicher als Stricken, je nachdem. Ne? Also ich meine, so eine Nadel im Auge tut auch weh. Aber ich finde grundsätzlich, wenn man halt eben von vornherein weiß, es gibt ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, dann geht für mich auch immer damit einher, was gibt's denn für Möglichkeit, um das Risiko zu begrenzen? Und dann habe ich in der Regel auch noch ein bisschen mehr Freude. Das heißt nicht, dass ich dann so, ich habe meine Sicherheitssysteme, die greifen dann schon. Ne? Ich mache jetzt Augen und Ohren zu. Beim Autofahren, der Airbag und irgendwie Spurhalteassistent werden das schon machen. So. Ne? Und genauso ist es ja auch irgendwie, dann habe ich jetzt hier die Source-Stop oder ich habe irgendwie Anti-Kickback. Ne, bei den Tauchsägen, mir kann jetzt nichts mehr passieren. Also so bin ich auch nicht unterwegs, aber ich finde, wenn man sich für Sachen entscheidet, die ein bisschen Risiko mit sich bringen, dann ist es auch nicht uncool, sich ein bisschen mit dem Thema Sicherheit zu beschäftigen. Und je länger man halt eben also je länger ich etwas machen kann, desto schöner ist es ja auch. Oder? Also wenn ich jetzt das ist ja gerade so ein Riesenthema bei uns auf der Baustelle. Meine Freundin ist jetzt nicht, also ich mache es mit meiner Freundin zusammen und die ist jetzt handwerklich so begabt, aber die hat zum Beispiel Thema Sicherheit, also die ärgert das immer richtig, wenn ich mal mit Sicherheit anfange. Ne? Dann komme ich mir vor, als wäre ich so die BG und würde ihr immer den ganzen Spaßraum, wenn ich sage, so und so, da hätte jetzt das und das passieren können. Wir haben zum Beispiel wir mussten mit dem Keller anfangen, weil da kommt die Heizung rein und natürlich war dann immer die Luke offen. Und ich einen Tobsuchtsanfall bekomme. Also wenn es nach mir geht, dann würden wir erstmal Stäbe hinstellen und dann wird da ein Band abgewickelt, dann kommen da noch so kleine Warnblinker drauf. Ganz so schlimm jetzt nicht, aber ich meinte so, was ist das Problem? Einfach diese 2 dicken USB-Platten, die direkt daneben liegen, drüber zu schieben. Weil das Ding ist, dann kommt dann so, ich weiß ja, dass da irgendwie das Loch ist. Ich weiß ja, dass irgendwie gleich da hinten
das und das kommt. Ich weiß, ich habe das schon im Kopf. Ich weiß, dass da ein Kabel liegt. Nee. Du machst mir ist es nämlich letztens fast passiert. Ich habe dann so nachgedacht, ja, da müsste das Fenster hinkommen. Dann bin ich einen Schritt nach hinten gegangen, um mir das nochmal in Gänze anzusehen und guckst du nach hinten. Es war 1 Zentimeter über dieser Luke. Und genauso ist es mit dem Kabel. Du weißt die ganze Zeit, dass das Kabel ist. Aber dann schleppst du irgendwie beim Umzug die Couch dann raus und während du dir einen abächst, hast du auf einmal das Kabel vergessen. Absolut, ja. So. Um das jetzt einfach ganz kurz zusammenzufassen. Vorher nachdenken, Prävention, prophylaktisch irgendwie Sachen absichern und dann kannst du richtig geil Spaß haben. Ich will das Thema jetzt nicht so weit planen, aber da gibt es ja in sämtlichen Bereichen Möglichkeiten ich möchte der mal Vorkehrung. auf ein Thema eingehen, was mich ein bisschen beschäftigt. Und zwar, ich bin kein Metallbauer. Ja? Du bist auch kein Metallbauer. Also jetzt nicht im Kern und vom Herzen den ganzen Tag Metallbauer. Und es gibt ein Thema, da bekomme ich sehr viele negative Kommentare, oder im Bereich, da bekomme ich sehr viele negative Kommentare, Winkelschleifer. Und zwar ist es so, oder die Frage an dich, wenn du einen Winkelschleifer benutzt, erste Frage, hast du den Griff dran? Hast du einen Zusatzhandgriff dran? Hast du ihn dran oder ab? Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie will ich jetzt rüberkommen? Komm, dran oder ab? Also ich habe einen dran. Ich habe einen dran. Ist, So, ja, super spannend. Jetzt die zweite Frage, hast du die Schutzhaube dran? Ja, aber ich habe auch mal einen Kollegen neben mir gehabt, wo das Sägeblatt durchgebrochen ist. Was passiert? Das war nicht so gut. Also so gar nicht gut? Nee, es war gar nicht gut. So richtig gar nicht Nee, es gut? war richtig bescheiden. Okay. Das war dann im Gesicht. Ja. Das ist gar kein Spaß. Also Nee, überhaupt nicht. Ich weiß, dass man da besser in die Ecken kommt und dass dieser Schutz genau verhindert, dass man an dieses Rohr, was so ein bisschen zu weit in der Wand integriert ist, nicht ganz wegbekommt. Ich weiß. Ja. Aber das ist genau die Frage. An der Stelle ist es so, hier im Haus war es auch so, ich habe einen Winkelschleifer gefunden, war kein Zusatzhandgriff dran. Ich bin ausgerastet. Genauso ist es auch so, der hatte auch keine Schutzhaube. Das gibt's nicht. Also ist mir doch völlig egal, ob du dich da in die Ecke reinkommst, und dafür bekomme ich super viele negative Kommentare. Also, du hast doch keine Ahnung, komm mal auf den Bau und so weiter. Mag alles sein, aber ich will das Ding nicht im Gesicht haben. Und ich möchte das auch nirgendwo anders haben oder dass es zu jemand anders hinfliegt oder. Und natürlich ist es so, dann kommen ganz viele Kommentare der richtigen Männer. Ein richtiger Mann braucht keinen Zusatzhandgriff. Ein richtiger Mann braucht auch keine Schutzabdeckung. ein richtiger Mann braucht auch keine 2 Augen. Genau. Ja. Und Piraten hatten auch nur 1. Ja. Und mir ist die Diskussion egal. Ich halte das auch aus, weil ich bin der ganz klaren Meinung, nimm das doch bitte mit. Und wenn du da an das Rohr an der Ecke nicht rankommst, dann nimmst du halt einen Multicutter, machst das anders, ja, oder löst das anders. Sicherheit ist schon eine echt wichtige Sache. Und gerade, wir hatten vorhin das Thema Tischkreissäge. Du musst nicht das 2 Zentimeter Stück noch irgendwie versuchen, da vorbeizuschieben. Das musst du einfach nicht. Nee, es ist einfach so. Und genauso, mir ist letztens an der Kappsäge was passiert. Da habe ich auch gedacht, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Weil ich habe an der Kappsäge ein Rohr durchgeschnitten, ein KG-Rohr. Und dafür sind die nicht gedacht. Und das mögen die auch nicht so. Und ich hatte ein Rohr in der Hand, das war so, vielleicht 30 Zentimeter, und ich musste 15 Zentimeter abschneiden. Ja, das ist schon ein ungünstiges Verhältnis. Es ist ja erstmal so, dass man sagt, nicht dichter als 10 Zentimeter ans Blatt ran. So, okay. Hatte es in der Hand, habe es durchgeschnitten, in dem Moment ist das zersplittert. Also das Rohr, ich habe mich ein bisschen doof angestellt. Man muss das schon mit Fingerspitzengefühl machen, du weißt, was ich meine. In dem Moment hat sich das verkantet, hat es mir aus der Hand gerissen und ist dann weggeflogen. Ja? Und in dem Moment habe ich gedacht, warte mal. In dem Moment so, wo steht mein Kameramann gerade? Ist an ihm vorbeigeflogen. Schon mal gut. Ja? Als nächstes war es aber, wie geht's meinen Händen? Also bin ich irgendwie, weil in dem Moment zieht's einen ja irgendwo auch hin. Das passiert in einem so schnellen Zeitraum. Da habe ich mir gesagt, Sebastian, das hättest du auch echt anders machen können in dem Moment. Also man wollte es nur mal schnell machen. Ja. Und eine Kappsäge ist etwas, mit der kann ich extrem gut umgehen. Ich weiß genau, wie man eine Kappsäge benutzt. Und ich weiß auch anhand der Mini-Vibration, wie verhält sich die gerade. Du weißt, was ich meine. Ja? Und trotzdem ist es mir passiert. Und dementsprechend ist es so, genau an der Stelle, diese Kleinigkeiten machen einen riesen Unterschied. Und gerade das Thema Schutzbrille, ja, habt eine Schutzbrille auf und so weiter und so fort, weil man unterschätzt das. Und auch so ein KG-Rohr, wenn das zersplittert, dann ist das irgendwo.
Voll, auf jeden Fall. Ganz kurz noch, du hattest jetzt das Thema Baustelle vorhin, dass es da halt eben so sehr männlich zugeht. Ne? Also Baustelle hat so ihre eigenen Gesetze, eigene Regeln. Man muss sagen, dass wir natürlich dann, auf uns lastet ja auch der ganze Druck. Klar. Von allen. Alle haben das irgendwie geplant, alle haben da ihr Geld reingebuttert. Und dann gibt's am Ende des Tages halt eben auch Menschen, die das Ganze ausführen. Und da muss halt eben auch abgefangen werden, wenn dann irgendwie mal was anders geplant wurde. Es wurde irgendwie umgestellt, Deadlines müssen eingehalten werden. Und da ist eigentlich in der Regel immer so getaktet, die Baustelle muss zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig werden und dann ist die nächste schon eingetaktet, weil du logischerweise taktest auch keinen Leerlauf ein. Also das ist nicht eingetaktet. Ach ja, kann sein, dass ihr an dem Tag einfach dann nichts zu tun habt. Dann könnt ihr ein bisschen Lager aufräumen, ein bisschen fegen. Macht keiner. So kannst du kein Geld verdienen. Klar. Und das heißt, da muss halt eben, also du fährst halt eigentlich immer mit Druck auf die Baustelle raus, also ne, mit einer Belastung. Und natürlich gibt es dann halt eben auch so Sachen, du hast dann keinen Bock, dass du dann irgendwie noch da rumfummeln musst, weil dir dann wegen genau das ist ja mal der eine Zentimeter, der einem fehlt, wissen wir ja alle. Diese eine Abdeckung verhindert genau das. Ja? Und genau sowas treibt einen dann zu Weißglut. Genau so Sachen denkt man sich, Mann, ich muss jetzt hier fertig werden. Ich will wenigstens einmal in den letzten 8 Wochen jetzt hier mal pünktlich Feierabend bekommen. Und genau so Sachen, im Endeffekt versucht man einfach nur auf das, was jemand anders dann falsch geplant hat, wo jemand anders dir dann irgendwie den Druck gibt, wo jemand anders eigentlich das hätte noch ein bisschen anders planen müssen, weil ja auch die Kommunikation in der Regel von oben nach unten geht. Ne? Es kommt ja nicht irgendwie so, wir brauchen jetzt übrigens länger, das hat jetzt alles nicht so funktioniert, weil die Planung war nicht so gut. Das wird wenige Menschen werden das sagen. Ja, das ist trotzdem vielleicht mal ein Vorarbeiter, aber vielleicht auch nur einmal. Kommt natürlich immer auf die Betriebe an, will ich jetzt auch nicht pauschalisieren. Ne? Aber das heißt, ist die Kommunikation relativ einseitig. Das heißt, man versucht eigentlich immer für sich das zu kompensieren, damit man das noch hinkriegt. Und ich glaube, das ist eher so ein Punkt, wo man auch mal ansetzen müsste. Weil mit diesem Stress, mit Zeitdruck, nur mal dieses schnell, ich mache das noch mal eben zu Ende, da passiert halt die Scheiße. Und da ist natürlich genau sowas, weißt du, wie man Fenster einbaut, ab einer gewissen Etage, mit so einem kompletten Geschirr. Das muss ich dann irgendwo da hinten sichern und sonst was. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein Fenster eingebaut. Und natürlich ist es viel, viel sinnvoller. Ich meine, mittlerweile gibt's auch Kräne. Ich weiß noch, was wir alles für Festverglasung irgendwie so mit 4 Leuten, wo vorher schon gewitzelt wurde, wir haben danach alle einen Bandscheibenvorfall. Ja, wenn Chefchen einfach mal einen Kran bestellt hätte für den Tag, super einfach, weißt du, dann steht dann, wir sind 2025, ja, wir schleppen immer noch genauso wie 1900 Turnschuh. Ja. Oder du hast so einen kleinen, weißt du, mit so einem Saugroboter da dran, dann steht nur eine Person, du kannst dabei noch irgendwie, weiß ich nicht, am Lolli lutschen oder sowas. Ja. Und da muss man halt eben sagen, ja, cool, da wurde dann wieder an der falschen Stelle gespart, nämlich am Körper. Aber es ist, wir alle lachen immer, wir alle lachen immer über diese BG-Witze. Aber ist das nicht eigentlich genau das, was du jetzt beschreibst, etwas, wo die BG etwas Sinnvolles ist? Weil, jetzt nehmen wir mal an, es gibt die BG nicht. Dann ist es ja einfach so, es gibt keine Vorschrift. Dann gibt es 2 Firmen, eine macht ein Angebot mit Kran, eine macht ein Angebot ohne Kran. Der ohne Kran wird günstiger sein. Der Kunde sagt, na, ich will günstig. Ja, klar. Also kommt dann kein Ja, Kran. das ist, ja. Und der Unterschied ist einfach nur bei einigen Sachen, dass dann die BG den Kran vorschreibt, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn wir uns jetzt angucken, was haben wir früher auf einer Baustelle für Sauger gehabt und was haben wir heute? Ja. Also und welche Vorschriften haben wir heute? Und viele lachen dann darüber, ja, hahaha, und ich brauche das. Aber wenn man sich mal ernsthaft überlegt, wie die Sauger heute, was die können im Verhältnis zu gar keinem Sauger, oder früher haben wir mal irgendwie mal geguckt, ja, das ist eigentlich schon ganz cool. Dass es auch diese Vorschriften gibt und du kannst nicht mehr dran vorbei. Es ist einfach, du darfst nicht mehr ohne eine bestimmte Klasse dann auf die Baustelle. Das stimmt. Wir können ja 5 Minuten zurückspulen, als du gesagt hast, lass uns nicht über die BG reden. Der Plan ist nicht ganz so aufgegangen. Ich finde es gut. Also ich supporte das auf jeden Fall. Also ich bin ja für Sicherheit, ich bin auch für die BG. Es ist halt eben, es ist ja logisch, dass man sich Sachen überlegt, damit weniger Arbeitsunfälle passieren. Es bedeutet natürlich immer, dass es zeitaufwendiger ist.
Ja, absolut. Das geht damit einher. Und genau an der Stelle wird halt irgendwie gespart. Ne? Und dann ist, selbst wenn du im Angebot jetzt kalkulierst, gut, dann müssen wir uns erstmal eine halbe Stunde lang sichern. Dann brauche ich dann noch irgendwie, keine Ahnung. Ja. Es gibt ja einfach da viele Beispiele. Aber dann gibt's ja auch genug Firmen, die dann halt irgendwie sagen, oder selbst wir sind mit der Truppe vor Ort, und dann guck mal, das sind jetzt aber auch, so hoch ist das jetzt gar nicht. Ja komm, machen wir eben so, das passiert schon. Ich halte dich hinten so an deinem Gürtel fest. Wer kennt das nicht? So, ist kein Problem, weißt du? Und ja, also ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, um das irgendwie breit aufzumachen. Da kommt einfach so viel zusammen. Am Ende des Tages ist es immer eine Kostenfrage. Am Ende des Tages, hast du selber gerade gesagt, ist ein Kosten. Und wenn die Kosten steigen, dann wird es immer irgendjemanden sagen, wir schreiben das vielleicht auf, dass wir das machen, aber wir machen es dann irgendwie doch nicht. Also da ist so viel Möglichkeiten, das irgendwie zu umgehen. Meine Meinung schwierig. ist, um da auch vielleicht den Sack ein bisschen zuzumachen, ist, man ist zu einem großen Teil erstmal selber verantwortlich für seine Sicherheit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Winkelschleifer wieder nehmen, ja, es kann dich keiner zwingen, es abzumachen und also den Schutz abzumachen. Ja, und wenn das einer versucht, dann ist er halt ein Arschloch. So ist es bei vielen anderen Sachen auch. Und wenn du selbst versuchst, ein gutes Beispiel ist eine Kappsäge. Ja, ich wollte mal als Test eine Kappsägen-Challenge machen. So nach dem Motto, wie schnell kann ich mit einer bestimmten Säge, 15 Schnitte machen? Und dann haben wir uns das hingesetzt, haben das auch mal ausprobiert. Ja? Und dann bin ich aber, ist nichts passiert, habe ich mir gesagt, warte mal, das ist doch Schwachsinn. Weil genau das ist der Punkt, wo du versuchst, schnell irgendwie jetzt hier und dann spielt Sicherheit ja auch gar keine Rolle mehr. Und genau dieses schnell, am Ende machst du halt vielleicht 10 Minuten früher Feierabend, hast aber deutlich unsicherer gearbeitet. Ja, und das ist, du bist selber verantwortlich dafür, was du machst und was du nicht machst. Manchmal sollte man eben auch zu sich selber oder auch zu anderen Nein sagen. Voll, das stimmt, aber ich denke jetzt an einen Baustelleneinsatz, da mussten wir halt irgendwie ein Fenster trennen, damit wir es rausnehmen können. Und dann kriege ich halt den Winkelschleifer, also das Blatt ist ungefähr noch so groß wie so eine Minidisc, da ist gar nichts dran. Was soll ich dann machen? Soll ich das durchkauen? Soll ich dann sagen, nö, das mache ich nicht, ich mache das heute nicht? Schwierig. Oder ich hatte letztens einen Auftrag, manchmal miete ich mich dann in so eine Tischlerei ein, damit ich halt eben auf große Maschinen zurückgreifen kann. In der war ich noch nicht, aber ich wusste, das sind namhafte Geräte, die er da drin hat. Dann komme ich da rein, kein Spaltkeil, keine Sägeblattabdeckung, auch keine Abdeckung über der Messerwelle von der Abrichte. Und ich hatte alles gebucht, das Material stand da. War natürlich auch ein bisschen, also ich hätte mir die Werkstatt vorher angucken können, Also natürlich ist auch mein Fehler. Und dann stand ich da drin, es musste fertig werden. Ich war so, ich habe einfach keine Wahl. Ich muss das machen. Und glaub mir, ich brauchte an dem Abend eine neue Unterhose, weil das ist richtig unangenehm. Also, und ich habe dann auch mit dem Kollegen am nächsten Tag gesprochen, da meine ich so, ganz ehrlich, wir nennen ihn jetzt mal Michael. Michael, also das kannst du aber auch nicht machen. Ich meine, du arbeitest ja auch komplett alleine, das ist doch Kappes, was du da machst. Ja, dann meine ich noch, hast du denn die ganzen Abdeckungen nicht mehr? Also es ist von Format 4, es ist ein stabiler Hersteller, die machen große, vernünftige Maschinen. Ja, der stört immer so, da muss ich da immer so drauf rumlaufen. Also am Ende des Tages, es muss jeder für sich selber entscheiden und es hilft auch, wenn man wirklich da sich von Anfang an so sagt, es ist am Ende des Tages, es ist meine eigene Sicherheit, egal wie viele Sprüche ich mir dann anhöre. Das ist hart, das ist unangenehm. Ich kenne die Situation, aber da kann ich einfach nur an euch appellieren, in welche Kamera ich jetzt auch gucken muss. Seid da nett zu euch. Ich hätte gesagt, lass uns aus Sicherheit mal rausgehen. Du baust jetzt gerade, aber es ist ein wichtiges Thema. Und ich finde, es ist ein zu wenig besprochenes Thema. Und ist auch so nervig. Ist immer so spießig. Ja, total. Sicherheit ist ein total nerviges Thema. Altersvorsorge kommt mir direkt an den Kopf, weißt du? Ach, brauchen wir alles. Versicherungsverträge. Du baust gerade dein Haus um. Also von dem, was ich so sehe, habe ich irgendwie das Gefühl, dass du es halb abreißt. Entkernt, ja. Also einmal komplett. Das ist Ständerwerk? Beides. Wir haben 2/3 Holzständerwerk. Also es ist im Krieg gebaut worden. Und dann wurde es mit so einem verbotenen Stempel. Dann gab es nochmal einen verbotenen Stempel, weil das Wohnhaus in Berlin ist abgebrannt. Die sind dann also rausgezogen da aufs Land. Okay. Das war eigentlich nur mal so eine
So ein Wochenendhaus war das eigentlich nur. Ne? Und dann, Datsche. Datsche, danke. Ja, genau. Und dann hat man es erweitert in den nächsten Anbau. Und dann war der Krieg vorbei. Vielleicht hatte man ein bisschen mehr Geld. Und dann hat sich gedacht, jetzt hier schön mit Betonblocksteinen. Machen wir schick. Das heißt, genau, also 2/3 Ständerwerk, 1/3 ist halt eben massiv. Es ist quasi ein ehemaliger Schwarzbau. So gefühlt. Nö, also es gibt für alles, also zu jeglichen Zeiten Bauanträge, Immer. auch richtig süße alte Zeichnungen. Ne, da wurde sogar der Gartenzaun. Mit Maschen sogar. Also das wird wahrscheinlich der Praktikant da damals gemacht haben müssen, Aber vor allem, es muss ja wirklich gezeigt worden sein. Ja. Also auch richtig schön. Wenn wir das dann fertig haben, wollen wir das dann auch so am Eingang dann einrahmen. Also es ist eine schöne Zeichnung. Wenn wir, dann wirst du ja auch ein bisschen Werkzeug da haben. Bisschen. Wenig. Was für Werkzeuge benutzt du dann Ja. aktuell? Also absolut auf Platz 1, schätz mal. Bei dir am meisten genutzt? Ja, wirklich mit Abstand. Ich mache viel mit Holz jetzt, auch Ich Innenausbau. vermute mal, es wird die Säbelsäge Ja. sein. Aber hätte ich niemals gedacht, habe ich vorher selten benutzt, also eigentlich auch wirklich dann auf der Baustelle zum Demontieren. Aber das war dann in der Regel einfach Leibung vom Fenster, dann irgendwie einsägen, rausnehmen, fertig. Und ich benutze das Ding nur. Es ist so geil. Machst ein anderes Sägeblatt drauf, zack, weg mit dem Stahlrohr. So, richtig gut. Draußen, wir hatten dann, da hatte mal jemand so einen Hundezwinger hingebaut, also richtig dicke Stahlrohre, bestimmt auch so Wandstärke 4-5 Millimeter. Krass. Ich brauchte danach ein neues Sägeblatt, dann dachte ich mir, der Sebastian hat jetzt bestimmt wieder Bosch-Expert empfohlen, dann hätte ich das nicht die ganze Zeit wechseln müssen, aber gab's im Baumarkt nicht. Ich benutze sie für alles und ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe sie mit Kabel genommen. Es ist ja selten, dass man wirklich lange damit arbeitet. Man macht eigentlich nur kurze Abschnitte. Dann hatte ich letztens eine kleinere Makita 18 Volt. Ich glaube, da gibt's aber auch verschiedene Größen. Ja. Und die kleine, die hatte mir ein bisschen zu wenig Power. Und da muss man sagen, also ja gut, nee, da bist du jetzt eigentlich der Experte. Wie ist das, wenn man jetzt einen stabilen Akku da drin hat, vielleicht auch so ein Pro-Core mit Bosch? Kann das mit einem Kabel aufnehmen, wirklich so von der Leistung? Wie lange kannst du dann damit sägen? Das ist eine gute Frage, was du halt, wenn du sagst, du möchtest den ganzen Tag hier 100er Balken durchtrennen. Nee. Dann ist eine andere Sache. Ist ja nicht. Das ist ja hier ein Balken über Kopf, da hinten an der andere und zack, klappst du das Ständerwerk so zusammen. Also du machst ja, was hat die für eine Laufleistung? Vielleicht 15 Minuten ist ungefähr die Zeit, die ich in der Regel immer dann das Kabel verlege. Ja. Und da muss ich sagen, irgendwie dann oben noch unterm Dach, dann hast du da das Kabel. Also eine leistungsstarke Säbelsäge mit Akku, das wäre... Gibt's ja einige. Und du hast damals auf Social Media gefragt. Ich habe noch gefragt. Und alle haben gesagt, nimm Akku. Kabel oder Akku? Und ich habe dir sogar noch geschrieben, das weiß ich. Ich habe dir geschrieben, nimm Akku. Und ich dachte, was hat er denn gemacht? Und dann hast du ein bisschen auch nichts mehr dazu gesagt, allgemein. Und irgendwann später hast du, glaube ich, entweder öffentlich oder mir persönlich geschrieben, war ein Fehler. War scheiße, ja. Also, ich glaube, es haben irgendwie 300 Leute haben geschrieben im Akku. Und einer war halt Zimmermann meines Vertrauens, der hat gesagt, nee, Dominik, da hast du einfach mehr Power. Das stimmt. Also würde ich jetzt so, also du hast dauerhaft... Aber das ist das Problem. Es stimmt eben heutzutage nicht mehr. Ja, das ist es wahrscheinlich, ja. Wenn du dir anguckst, es gibt heute viele Geräte, die haben mit Akku mehr Power als die kabelgebundenen. Macht für mich keinen Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist aber so. Und es ist wirklich, in vielen Geräteklassen ist das inzwischen so. Ich glaube dir, aber weißt du, was ich meine? Es macht trotzdem keinen Sinn. Und ganz viele Altgesellen, Meister von früher und so weiter, die haben noch die Zeiten von vor 10 Jahren meinetwegen im Kopf. Und da hatten sie absolut recht. Aber die Zeit hat sich geändert. Und wenn du dir so eine Akkusäbelsäge anschaust, die du einfach überall jederzeit immer mitnimmst, kein Kabel verlegen, einfach so, gerade im Rohbau, hast du gar keinen Bock drauf. Nee. Ich kenne Rohbau. Und auch wenn ihr da draußen immer denkt, der Sebastian hat noch nie in seinem Leben immer einen Akkuschrauber auf der Baustelle benutzt, doch habe ich. Und im Rohbau war mein größtes Thema immer, Kabel ziehen, ich brauche jetzt da Strom, ich brauche da und hier. Und das fand ich ätzend. Und gerade bei der Säbelsäge würde ich sagen, dass wenn du es normal im Einsatz hast, dass du es immer mal brauchst, dass du mit einem normalen Akku eigentlich sogar den ganzen Tag hinkommst. Also du kommst ja schon lange. Ja, also spätestens mit einem zweiten kommst du auf jeden Fall zurecht. Mit dem zweiten ist das Thema durch. Ja. Dann gehst du halt mal zu deinem Baustrom und dann holst du mal dann deinen Akku aus dem zweiten dann raus und tauschst du und dann ist gut. Gerade mit neuen Akkus, also den neuen Tablet-Zellen und so weiter, kannst du die auch wirklich hart quälen, kannst du mit alles machen.
Und gerade die neuesten Generationen der Säbelsägen haben eine Durchzugstärke und sind so vibrationsarm, wie du es von früher gar nicht kanntest. Also es ist unfassbar. Und was auch irre ist, ich monologisiere gerade, aber weil es halt so krass ist beim Thema Säbelsägen, wir hatten alle Säbelsägen da und das Interessante ist, wie groß der Unterschied ist in der Geschwindigkeit beim selben Hub. Echt, ja? Ja, also wir hatten Sägen, die waren 3 bis 4 Mal so schnell wie andere beim selben Hub. Also Hub ist bei der Säbelsäge ja, wie weit der nach vorne und nach hinten wieder aushebt, also die Stange nach vorne und hinten sich bewegt. Und da hatten wir Sägen, die selber Hub und auf einmal so, zack, du hast dich richtig gewundert. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Falsches Holz, Pappholz, keine Ahnung. Nochmal, denkst du, kann ja gar nicht sein, das ist ja krass. Nimmst die andere Säge, habe ich irgendwas falsch gemacht. Du denkst ja, du hast was falsch gemacht. Und Sag jetzt noch ein paar Namen. Also wer war denn jetzt hier so gut? die beste Säge war ganz klar Metabo. Ah, echt? Ja. Ich wollte schon Bosch sagen. Ich hab damals, natürlich, das ist ja ein Bosch-Kanal hier. Das ist ein Bosch-Kanal, oder? Das ist jetzt schwierig, ja. Bosch bringt ja demnächst auch eine neue raus. Die Nachfolger der legendären 32er kommen demnächst raus, bin ich gespannt. Aber die Metabo-Säge war mit Abstand die beste. Mit Abstand. Und welche war die schlechteste? Also die langsamste Makita. in unserem Vergleich. Nein. Nee. Was ist noch langsamer als Makita? Nein, ich habe ja selber eine Makita. Ich finde die eigentlich ganz cool als Kabelvariante. Also nach meiner Erinnerung war die langsamste Festool. Ach, Festool, stimmt. Ja, die haben so ein paar Geräte. Na, ich sag nichts. Das ist gar nichts gegen Festool, ja, alles super. Aber in diesem Test, das, was wir getestet haben, Baubohle einfach von oben nach unten durch. Ja, das ist, also grobet ist nichts für Festool. Und deswegen finde ich, man muss auch mal differenzieren. Also man muss nicht einer Marke nachrennen. Ja? Und in deinem Fall hätte ich auf jeden Fall Akku genommen. Ja, So. haben Aber wir jetzt daraus gelernt. Passiert nicht nochmal, wird jetzt kaputt gesägt, bis sie nicht mehr kann. Aber weißt du, auch nur so eine Kleinigkeit, da willst du hinten mal im Garten irgendwie nochmal da was ablenken oder man muss ja auch, das hätte ich ja vorher nicht gesagt, so viel improvisieren rundherum beim Hausbau. Absolut. Wir mussten dann zum Beispiel, weil bei uns hängt die Telefonleitung, das ist so ein bisschen im Außenbereich, ne, so ein bisschen wildes Land bei uns und da hängt die Telefonleitung ein bisschen tiefer. Normalerweise kein Problem, auf 4 Meter oder so. Aber dann kam halt eben einmal der Kipper mit seinem Container. Ja, und da musste ich mir so eine Spezialkonstruktion bauen, dass ich die Telefonleitung dann halt irgendwie, und dann musste ich den Balken dann irgendwie ablenken. So, und dann ist das Haus 20 Meter entfernt. Und dann fange ich da irgendwie mit der bescheuerten Kabeltrommel an und Ja. Und das Interessante an einer Säbelsäge ist, die ist eigentlich relativ, wenn du sie nicht benutzt, dann denkst du so, nee, unpräzise, viel Vibration, irgendwie doof. Ja? Wenn du sie aber regelmäßig benutzt, merkst du, für wie viele Anwendungszwecke du die nutzen kannst. alles. Ich mache da mittlerweile alles mit. Ein paar Wochen was ganz anderes gemacht, wo man gar nicht drauf kommen würde bei einer Säbelsäge. Ich hatte einen größeren Busch, einen halben Baum. Und das ging nicht darum, den abzuschneiden oder den zu killen, sondern es ging darum, die Wurzeln aus der Erde rauszukriegen. Und es gibt spezielle Blätter, die dafür da sind, wirklich in der Erde die Wurzeln rauszuschneiden. Das heißt, du musst nicht alles fein säuberlich hintun und so, damit das Blatt nicht stumpf wird und dann, nee, du kannst einfach sagen, so, jetzt habe ich da mein Loch, da hinten ist, glaube ich, so das der dickere Teil und rammst das rein und sägst da einfach. Und das ist etwas, was du früher überhaupt nicht konntest. Und das Blatt ist genau dafür gedacht, das ist sogar dafür gedacht, da steht drin, ich bin ein Blatt, um Wurzeln in die Erde zu schneiden. Und das es gibt für alles einen Markt, ne? Ist der Wahnsinn. Ja. Und du glaubst nicht, wie viel Zeit ich aber gespart habe. Ich musste das nicht groß ausheben. Ich konnte da einfach drum rumschneiden, habe das einfach rausgekriegt, fertig. Wie lange sitzt du denn normalerweise? Und das ist eine Sache, da sieht man wieder, wie wichtig gutes Zubehör ist. Und das ist Zubehör ist ja sowieso eins der genialsten Sachen überhaupt. Das ist wie Tuning. Stimmt. Und wir führen ja immer einen Markenkrieg. Ja. Bosch gegen Makita, Festool gegen Maffel, gegen wen. Und das ist so, dass Zubehör du ja in der Regel bei jedem einsetzen kannst. Das heißt, nimm, was du möchtest und dann kauf dir einfach das Zubehör, was für dich am besten ist. Ja. Und es ist aber wie Tuning. Und das Interessante ist aber, dass du mit gutem Zubehör jedes Werkzeug aufwerten kannst. Und zwar enorm. Total. Also das muss man natürlich bei vielen Sachen, wir hatten jetzt vorhin auch so Lieferumfang von so einer Kreissäge, ne? Ja. Da müht man sich auch teilweise so mit den Sägeblättern ab. Aber man muss sich vorstellen, wenn man da einfach mal so ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Jetzt hast du natürlich schon viel Geld für eine Kreissäge ausgegeben und jetzt nochmal für ein Sägeblatt. Aber da ist halt eben so eine Steigerung, die halt eben da möglich ist. Also das muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Auch bei Bits.
merkt man das ja auch immer wieder. Hast du einen günstigen Bit, kannst du dir am besten direkt 20 Stück davon holen oder halt eben 3 gute und die halten dann halt eben auch. Ne? Und selbst diese 20, also ich habe das öfter schon gemacht, mit 20 geholt, ja, irgendwie verschwinden die dann schneller. Ja. Weißt du, also man geht damit dann auch nicht mehr so um, als wenn ich jetzt 3 richtig gute habe. Ja. Und ich merke das auch also bestes Beispiel ist eigentlich, finde ich, immer Schleifpapier. Also ne, so für den Exzenter. Wenn du da günstiges aus dem Baumarkt nimmst, was im Prinzip, wo sich die Körnung schon irgendwie direkt so vom Blatt dann halt irgendwie löst, ne? Genau, wo du denkst, boah, ich habe richtig viel Schleifstaub. In Wahrheit ist das nur das Schleifpapier, was sich aufgelöst hat. Also da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge erreichen. Ja, aber finde ich, ist ein guter Punkt. Es ist immer so ein bisschen, man guckt sich so die ganzen Werte von den Maschinen an. Ist ja auch richtig, ne? Aber dann halt eben das billigste Zubehör zu nehmen, ne, ist dann auch irgendwie, dann hast du den besten Rennwagen der Welt gebaut und hast den aber mit so Standardreifen da drauf, bringt dir ja nichts. Absolut, absolut. Und es gibt so Maschinen, da entscheidet Zubehör alles. Stichsäge zum Beispiel. Also ein schlechtes Stichsägeblatt, da kannst du noch so gute Stichsäge haben, bringt kaum was. Wenn du auch nur einen Ansatz ein gutes Blatt hast, merkst du, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Bei Bits ist es so, hält die Schraube dran oder nicht, oder fliegt dir das immer auseinander, naddelst du immer über und dann brauchst du wieder ein neues Bett und so weiter und so fort. Also gutes Zubehör, da investiere ich heute deutlich mehr als in Maschinen und nehme lieber eine, ich sag mal, eher mittelgute Maschine in Kauf, aber dafür gutes Zubehör. Ja. Das ist mir inzwischen wichtiger. Ja, also ich würde es jetzt auch nicht also ich bin eh nicht der Typ, der es übertreibt, nach oben hin und nach unten hin auch nicht. Ne? Ich denke, da kennst du dich in deiner Branche bestimmt besser aus, aber es gibt auch dieses Gesetz, so bis man 80% erreicht. Ja, Pareto. Ja, genau. Ich wusste, dass du das weißt. Ja. Und ich denke, das ist halt eben bei den vielen Sachen, die kosten dann halt eben richtig viel Geld am Ende hin. Und ich glaube, ein solides, stabiles Mittelfeld, darum finde ich jetzt persönlich auch immer diese Diskussion, ob jetzt Makita oder Bosch oder DeWalt. Im Endeffekt, für mich ist es immer einfach so eine gute Mittelliga. Und wenn ich von den Sachen was kaufe, werde ich in der Regel jetzt nicht enttäuscht. Abgesehen von diesem kleinen Makita-Schrauber, den ich letztens hatte, der ist dann einfach nach 1,5 Monaten Baustelleneinsatz ist mir dann aufgeraucht, mitten in der Fenstermontage. Aber sag mal, wo hast du einen Makita-Akkuschrauber mit einem Washed-Motor gefunden? Also wo hast du den gekauft? Also, und warum hast du den gekauft? Also sehr ungewöhnlich. Naja, ich muss fairerweise dazu sagen, vielleicht kennst du das Dilemma auch. Du hast ja hier, wir schauen hier gerade auf eine riesengroße Werkzeugwand. Und ich habe ja bei mir in der Werkstatt auch gutes Werkzeug. Aber dann bist du zu Hause und dann willst du da auch einen Akkuschrauber haben. Jetzt jedes Mal den aus der Werkstatt mitzunehmen, dann vergisst du den und dann hast du am nächsten Tag auf der Baustelle keinen. So. Und jetzt fängt für mich so, das ist für mich richtig schwierig. Weil ich weiß, ich werde diesen Akkuschrauber niemals so richtig nutzen. Ich will aber trotzdem, wenn man vielleicht mal hier ein Bildchen aufhängen will oder ich will einfach nur mal so ein kleines Loch bohren, ich will mal was schrauben, da kaufe ich mir kein Festool für. Klar. So, da kaufe ich mir auch ehrlicherweise keinen Bosch Procore mit 8 Amperestunden und am besten 5 Stück davon. Ja, okay. Und da dachte ich, Makita. Da habe ich gedacht, Makita, da trifft so ein Nerv. Da kriegst du viele günstige Geräte. Die Akkus sind dann auch nicht so teuer. Klar, hat jetzt auch bei weitem nicht so die Performance, wenn ich das jetzt mit meinen anderen Geräten so sehe. Aber eigentlich bin ich mit allen Sachen, ich habe jetzt für die Baustelle eigentlich nur Makita gekauft. Bin eigentlich damit so ganz zufrieden. Die müssen aber auch nur grobe Arbeiten machen. Ne? Also auch die Säbelsäge, bestimmt gibt's besser, aber die hat einfach gut funktioniert. Und bei dem Akkuschrauber dachte ich mir, ja, das wird schon funktionieren. Das ist ein 18 Volt Akkuschrauber. Und dann ist er hochgegangen. Ja, dann ist der halt, also der hat wirklich in wunderschönen Flammen ist er dann hochgegangen. Und dann haben auch einige geschrieben, ja, du darfst ihn ja nicht so quälen und Fehlbenutzung und tralala. Und ganz ehrlich, ich habe den genauso benutzt wie, jetzt bin ich ja auch noch hier der Bosch-Werbekanal, ne? Aber, sag, was aber ich hab halt wirklich keine Ahnung, das war von 2014, ein GSB 18 Volt. So als damals ganz neu diese 4 Amperestunden Akkus rausgekommen sind. Den habe ich und der hat noch nie, also wenn er halt eben nicht mehr kann, dann hört er halt auf. Klar, er hat eine Temperaturüberwachung. Ja, und der Makita hat sich gedacht, Harakiri. Ich zieh durch. So, ich zieh durch. Harakiri im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich, ne? Also, dann dachte ich mir, ja, allerbesten Dank auch, weißt du, dann
Fenster montiert und dann bleibt die Schraube so, eine Fensterbauschrauben sind ja schon ein bisschen länger, dann bleibt die in der Mitte stecken. Ich kann das Fenster noch nicht mal zumachen, ich kriege die auch nicht mehr raus. Und seitdem steckt da die Schraube? Nee. Naja, dann kam die Lösung. Hast du deinen von zu Hause mitgenommen? Nee, wir haben noch eine Bohrmaschine mit Kabel. Klar. Und da muss ich sagen, manchmal ist es geil. Letztens auch richtig viel gedübelt, also Holzdübel. Und da ist einfach so eine Bohrmaschine, die hat so eine ungezügelte Leistung, unhandlich, aber Mit dem Bit auch immer ein bisschen schwierig zu handhaben. super, weil direkt so Ja. auf Vollgas dann ist. Ich habe übrigens das Gefühl, dass viele vergessen haben, dass das früher normal war. Ich glaube, die Leute, die noch ein bisschen jünger sind, die vielleicht so jetzt 25 oder vielleicht sogar Ende 20 sind, die kennen ja keine Zeit mehr ohne starke Akkuschrauber. Wie heißt der? Festool Quattro Drill, kennst du den? Das war, glaube ich, so mit der Ja. bekannt ist. Eigentlich ein relativ kompakter Akkuschrauber, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, also ja. kompakte Bohrmaschine, aber so vom Handling her halt wie eine Bohrmaschine. Aber früher war es halt normal, halt dann damit halt zu arbeiten. Das ist relativ ungewöhnlich heutzutage, ja. Aber schade, dass dein Akkuschrauber hochgegangen ist. Hast du jetzt einen neuen gekauft? Und wenn ja, welchen? Also weil ich die Akkus habe, würde ich jetzt auch schon bei Makita bleiben. Ich würde dann halt einfach ein Brushless nehmen und mit dem anderen, keine Ahnung, schicke ich ein. Ich habe gehört, dass die da wohl ganz kulant sind. Kann ich nicht sagen, probier's aus. Ja. Aber ja. Also bei Makita kannst du es ja sogar abgeben im Service Center. In Berlin, gibt es inzwischen in Berlin, weiß ich nicht. Echt, ja? Ja. Ach, lustig. Ah doch, ich glaube, das gibt's ja. Ach, den Spaß mache ich mir mal. Dann Muss man nee, ich habe eine ganz kleine Schraube, habe ich reingedrückt. Niemand hat jemals eine große Schraube reingedreht. Das geht doch gar nicht mit dem Gerät. Was ist dein Akkusystem, was du auf der Baustelle nutzt aktuell? Das ist eine Katastrophe, die Frage. Das darf ich gar nicht sagen. Wie viele Akkusysteme hast du auf der Ja, Baustelle? das ist das Problem. Also ich habe eine Festool Capex, eine KS60. Aber das ist ja keine Akku. Doch, Ach so, eine KSC. KSC, ja, sorry, ich bin Okay. für mich ist das eine Capex. Ja. Aber, Capex mit Akku. Mit Capex mit Akku. Alles klar. Genau. Also Festool. Fangen wir an. 1. Genau, 1. Die braucht halt 2 Akkus. Ja. Dann habe ich ein Bosch 10,8 Volt System oder 12 Volt. 12 Volt, Wie heißt das? okay. 12 Volt. 2. Aber bei mir ist das noch 10,8 Volt, darum. Ja. Aber spricht sich 12 nicht einfach aus? Ach, das ist der kleine und dann gibt's den großen. So, ich habe nämlich noch den 18 Volt, Okay. den 18 Volt. Und dann habe ich mir, es ist mir so unangenehm. Ich bin ja auch normalerweise bin ich ja der Typ, der immer sagt, Akkus, aber sammelt sich dann doch über die Jahre an, muss man dazu sagen. Ich mache das ja auch schon ein paar Jährchen. Kleiner Liebling von mir, ihr habt ja auch da unten, jetzt habe ich noch von DeWalt diese Kantenfräse. Diese schöne 18 Volt Kantenfräse? Ja. Die ist schon geil, oder? Die ist schon ganz geil. Ich habe jetzt viel gefasst und Radien damit gemacht. Da habe ich dann irgendwann schon gemerkt, ich habe normalerweise die Makita, diese RT0700. Die ist vom Handling her dann schon besser, weil du merkst es nicht nach, keine Ahnung, 10, 15 Minuten Phasen, aber ich habe dann 3 Stunden nur gefasst. Und dann merkst du halt eben schon den höheren Schwerpunkt. Dann ist jedes Mal absetzen dann schon irgendwann Gewicht. Und da ist dieser 4 Ampere-Stunden Akku, habe ich da jetzt drin. Das merkst du dann schon irgendwann. Ne? Also da muss ich sagen, da ist die Makita ohne Akku dann halt an der Stelle Das schon besser. kabelgebundene Gerät. Ja, das ist halt dann einfach ein bisschen leichter. Also rein, wenn du die ganze Zeit an der Kante arbeitest, willst du eigentlich so wenig wie möglich Gewicht haben und möchtest du ein ganz leichtes Handling haben. Ja. Die DeWalt ist eine unwahrscheinlich gute Maschine. Vor allem, man kann sie so schön einstellen. Also die Tiefeneinstellung, das ist einfach, besser geht's nicht. Ja. Ich habe gerade diese Woche eine Vorrichtung für die gebaut, um perfekt nuten zu können. Und da habe ich wieder die in der Hand gehabt und das so um einen Viertelmillimeter hochgedreht, um sie genau die richtige Tiefe einzustellen. Und das ist so befriedigend, das mit diesem Gerät zu machen. Voll. Und du sonst immer so rumfummelst und machst und tust und da einfach so, zack, Ja, vor allem, wenn du Radien fräst und du fräst ein ganz klein bisschen zu tief, dann hast du ja unten diese kleine Kante drin. Ja. Und wenn du das zum Beispiel dann bei der Makita machst, dann versuchst du so ein bisschen hochzudrehen, dann bist du aber wieder zu hoch. Richtig. Dann bist du wieder zu tief, bist zu hoch, bist zu tief. So. Ja, und da ist die DeWalt ist ja eigentlich ein ähnliches System
wie das die Festool-Kantenfräse auch hast. Da wird das ja auch so gedreht, aber natürlich preislich auch nicht zu vergleichen. Die gibt's mittlerweile, glaube ich, auch mit Akku. Festool hat jetzt ja so mit Akkus richtig losgelegt. Ja. Domino-Akku. Meine Meinung, warum auch immer man einen Domino-Akku braucht, aber für alles Akku. Ne? Genau, aber also das Einstellen macht mega viel Spaß. Ich finde ich nutze die eher mit dem Hubkorb. Gefällt die mir auch richtig gut. Also da auch mit der Höheneinstellung. Also das ist ein tolles Ding. Da muss ich wirklich sagen, auch wie der Kopierring eingesetzt wird, dass der dann jedes Mal sich dann, wenn du ihn einmal zentriert hast, sich da immer wieder zentriert. Clever. Also ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit DeWalt-Geräten, aber da muss ich sagen, clever. Also da hat sich jemand, ein Team dran gesetzt. Hast du mal die großen Akkufräsen in meiner Hand gehabt? Also diese Klasse mit 12 mm Aufnahme, die wirklich... Diese die hatten wir damals, wo wart ihr da? War das in Nürnberg? Ja, wo ihr auch wart? Ja. Genau, da waren die noch nicht noch nicht offiziell. Ja, schon spannend. Was an diesen Fräsen interessant ist, wenn man sich die großen 2000 Watt Monster anguckt. Ja, also Leistungsmonster, die gibt's ja auch verhältnismäßig kompakt. Wenn du mit kabelgebundene Geräte arbeitet, hat man so ein sehr sicheres Gefühl. Das gleitet durchs Holz durch. Ja? Und das Interessante ist, dass die neuen Akkugeräte das eigentlich genauso gut machen. Du hast aber eben kein Kabel mehr dran und hast auch ein leicht anderes Handling. Und zum Beispiel das mit dieser Kickback-Funktion. Es gibt ja von der Firma kein kabelgebundenes Gerät, was das hat. Gibt's nicht. Und es wird jetzt immer mehr so sein, dass die kabelgebundenen Geräte gar nicht entwickelt werden und dass die gar nicht rauskommen werden, weil die Akkugeräte einerseits auch so beliebt sind, aber auch durch die Akkutechnologie und durch die Motoren und die ganze Entwicklung im Grunde auch besser gebaut werden können. Auch teilweise kompakter, stärker und so weiter. Und das ist so eine Entwicklung, das wird auf uns zukommen. Also ich habe es mir letztens auch nochmal gedacht, als ich brauchte noch einen Winkelschleifer. Manchmal gibt es ja so Situationen, wenn du dann... Da bin ich gespannt, was du Ja, es ist super nervig. Natürlich, ne, also meine Werkstatt ist jetzt blöderweise ein bisschen weiter weg gerade. Es ist so eine Stunde Fahrzeit. Jetzt haben wir noch eine Umleitung. Ne, wir haben nur eine Brücke. Die Brücke ist gerade gesperrt. Na, besten Dank auch. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauchte Samstagabends einen Winkelschleifer. Also ab in den Baumarkt. Okay. So, wir wissen, wenn du auf dem Bau bist und du hast eine eigene Baustelle, du musst in den Baumarkt fahren, dann weißt du, Vergangenheits-Dominik hat irgendwas falsch gemacht, weil du dürftest gar nicht in den Baumarkt fahren. Du hast was versemmelt. Du hast vergessen, irgendwas zu bestellen. Du wirst jetzt richtig viel Lehrgeld bezahlen. So, dann habe ich einen Winkelschleifer gesucht und ich dachte mir, ich brauche jetzt einfach nur irgendeinen billigen Winkelschleifer. Ich muss das jetzt einfach nur, Wärmepumpe wird eingebaut, ich muss jetzt noch eine Sache vorbereiten, ich muss dieses blöde Ding da durchkriegen. Der Spannungsbogen steigt unter Messer. Ja, es gab noch den allerletzten von Makita kabelgebunden. Und sonst gab es von sämtlichen Herstellern, also war jetzt eher so Bosch Grün, Einhell, wie heißen die? Hikoki? Hikoki. Alles nur Akku. Und ich dachte, ich kaufe mir jetzt nicht von euch noch einen Akku. Ich brauche wirklich nur ein Kabel da drin. Und da an der Stelle dachte ich mir auch so ein bisschen, ist natürlich auch clever, sich dann mit den Akkus an ein System zu binden. Klar. Also das bei der ganzen Sache, ich sehe auch schon viele Vorteile. Es ist super spannend, es ist auch manchmal wirklich angenehm. Ich bin eigentlich auch der Typ, der dann sagt, wenn ich es absauge, dann bringt mir das auch keinen Vorteil, dass ich jetzt hier einen Akku dran habe. Muss ich mittlerweile sagen, bei der DeWalt merke ich es ja auch. Es ist trotzdem so ein bisschen handlicher, das mit dem Kabel da nicht dran zu haben. Auch wenn mir gar nicht jetzt gefällt, was ich sage, weil ich bin ja eigentlich der Typ, der immer sagt, so gegen Akku. Ja. Wissen wir ja. Aber da dachte ich mir halt eben, clever, sich halt eben dann so zu binden mit dem System. Darum muss ich ganz ehrlich sagen, ich fände es schon eigentlich ganz cool, wenn man dieses CAS-System oder CAS, wenn das halt irgendwie noch ein bisschen weiter ausgebaut werden würde. Weil das bedeutet ja eben auch, dass ich mir manchmal vielleicht ein Gerät kaufen würde, was ich aber gar nicht kaufen möchte. Aber ich habe schon das Akkusystem. Und du denkst ja doch nicht dann drüber nach zu sagen, okay, komm, dann kaufe ich mir jetzt das andere System, weil dann brauche ich wieder neue Akkus dazu. Und der Preisvorteil, der vielleicht da wäre dann ja direkt weg. Also da kommt dann auch, glaube ich, so viel Preispolitik so mit rein. Das macht die Sache schon ein bisschen schwieriger für eine objektive Bewertung.
Ne? Hat denn der Winkelschleifer gemacht, was er sollte? Und du hast ja den mit Kabeln gekauft. Ja, ich wollte für die Fensterleibung. Ne? Kommt jetzt ein Makita-Diss oder ein Makita? Nee, das war einfach nur dumm, weil manchmal kommt es dann eben doch auf die Größe an. Und also in meiner Vorstellung, ne, ich habe mir so das Blatt so angeguckt. Ich habe also in letzter Zeit einfach wenig mit Winkelschleifern gearbeitet. 125 mm Blatt. Ja, ist ja ein guter Durchmesser. Und dann setze ich die an, dachte, warum geht es hier nicht weiter? Ne, und die Leibung war eigentlich, keine Ahnung, das waren vielleicht so 10 Zentimeter tief. Und ich dachte, ich komme wenig, also mir war klar, dass ich nicht durchkomme, aber ich dachte, ich komme weit genug, dass ich dann noch ein bisschen weiter wegstemmen kann. Und da bleibt einfach nichts übrig. Also wie tief bin ich dann reingekommen? Keine Ahnung, vielleicht waren es irgendwie so 4 Zentimeterchen oder so. Ich hätte darauf kommen können, aber weißt du, in meiner Vorstellung war es eher so, ja, ein Winkelschleifer, damit geht das jetzt. Da muss ich auch sagen, ich glaube, bei vielen Sachen rückblickend, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, ich hatte mir so einen größeren Bohrhammer geholt für 500, 600 Euro. Der war auch gut. Aber ich glaube, bei manchen Sachen ist es auch einfach wirklich günstiger, sich das Gerät, so ein richtig großes Gerät dann einfach für ein Wochenende zu leihen. Ich werde den wahrscheinlich nie wieder brauchen. Du hast es mir jetzt auch bestätigt von deinen Erfahrungen da mit dem Hausbau. Und ich glaube, so wäre es halt eben auch bei dem Trennschleifer oder bei dem Winkelschleifer dann gewesen. Ne? Einmal planen, das ist sowieso das Wichtigste, was ich beim Hausbau gemerkt habe. Nicht da machen und dann irgendwie später nochmal an einer anderen Stelle weiter, sondern einmal planen, komm, wir machen jetzt an einem Tag alle Leibungen. Alle Leibungen einfräsen, Ja, dann das haben stimmt. wir auch vernünftige Geräte dafür, dann macht es auch Spaß, dann hast du auch nur einmal den Dreck und dann ist gut. Absolut. Aber die Realität ist, wir wohnen außerhalb auf der Baustelle, wir müssen Raum für Raum dann weitermachen, jetzt kommt der Winter, es wird kalt, man muss dann irgendwie doch nebenbei auch noch arbeiten, manchmal ist man auch einfach kaputt und zack. Also ich muss wirklich sagen, es hat seine eigenen Gesetze. Ich dachte, ich bin richtig gut darauf vorbereitet durch meinen Job, durch was ich alles erlebt habe, aber Mike Tyson hat mal gesagt, jeder Plan ist so gut, bis man einen in die Fresse bekommt und ich kriege jeden Tag einen in die Fresse, also es ist schon wirklich Ja, übel. aber eine Haussanierung ist halt ist auch eine Prüfung. Ist eine Prüfung für dich, aber auch für die Beziehung. Es ist ja? eine Beziehungsprüfung vom Allerfeinsten. Und natürlich auch für Werkzeug. Das, was du gerade gesagt hast, das würde ich den Zuschauern nochmal mitgeben, die so lange bis jetzt durchgehalten haben. In der Regel, du hast jetzt eben beim Winkelschleifer etwas unterdimensioniert gekauft. Bei deinem Bohrhammer aber deutlich überdimensioniert gekauft. Weil du hast es ja nicht gekauft für diese eine Anwendung. Du hast gesagt, du wirst langfristig einen großen Bohrhammer haben. Und wenn ich mir anschaue, gerade jetzt zum Beispiel beim Thema Bohrhammer, ich habe alle Bohrhammer da, die man sich so denken kann, in allen Geräteklassen. Ja? Also von den kleinsten 1 Joule bis den großen, vielleicht 15 Joule Monstern. Ja? Das sind schon große Geräte. Und was ist das häufigst benutzte Gerät? Ein Gerät mit 2 Joule. Ah, echt? Das ist, gut. Ja. Das ist das, was ich am häufigsten nutze. Ja. Weil ich bin ja nicht jemand, der andauernd, ein 30er Loch bohrt. Ja? Du auch nicht. Brauchst du einfach nicht. Das heißt, du brauchst gar nicht so ein großes Gerät. Und natürlich, wenn du jetzt mal einmal sagst, du willst hier was rausstemmen, dann leist dir halt aus. Ja. Und sonst ist es so, dass du die nächsten 10 Jahre schleppst du jetzt jedes Mal, wenn du ein Loch bohren willst, so einen riesen Trümmer vor dir her. Ja, genau dann willst das du habe ich ein 6er gedacht. Loch bohren. Ja. Dann machst du dann so, dann kannst du bescheuert. reinhauen. Ja. Und das ist so, dass ganz viele machen das beim Akkuschrauber auch falsch. Die kaufen sich dann so diese ganz großen Monster, diese 150 Newtonmeter Monster. Ach, um super dann, schwer. Ne? Genau, die sind super schwer und dann so eine 3,5 mal 30er Schraube reinzuschrauben. Das macht einfach gar keinen Sinn. Ja. Ja. Wenn du jetzt aber, ich möchte mal kurz nochmal durchgehen. Du hast jetzt eine Säbelsäge, deinen Winkelschleifer. Säbelsäge hast du von Makita. Winkelschleifer Makita, Akkuschrauben Makita, dann bist du ein Makita-Mann. Ja, war wirklich ein bisschen so dem Geld geschuldet. Okay. Weil ich dachte, das wäre halt ein günstiger Einstieg. Wir haben jetzt auch, eigentlich hatten wir das System, weil wir mal einen Rasentrimmer geholt hatten. Da kommt's her. Ja, Der wirklich. Garten, da geht's los. Ja. Dann- Und da dachte ich, da ist ein Akkusystem ja wirklich ganz cool. Der hat auch eine relativ lange Laufzeit. Ich glaube, der läuft 30 oder 40 Minuten zum Das 4 lang. Ampere-Stunden Akku. Genau, und da kam es dann her und dann dachte ich, naja komm, da bauen wir, aber ich fange jetzt nicht zu Hause an, auch noch irgendwie 3 Akkusysteme zu haben, weißt du, also da wäre ich ja bescheuert. Genau, und dann ist man, aber ich merke jetzt auch schon, ich bin jetzt da so ein bisschen gefangen. Jetzt gucken wir uns natürlich den Akku-Rasenmäher von Makita an oder so, Absolut. weißt du, da ist dann, ja. War das jetzt irgendwie so eine Falle von dir, dass ich mich jetzt hier dann pro Akku die ganze Zeit hier so Gar äußere? nicht. Gar nicht. Ich komme, als hätte ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen geredet. Aber das Interessante ist doch, dass du, selbst du, der sehr kritisch dem Akku gegenübersteht, auch wirklich
man ist da halt so drin. Und du kannst ja auch einen Rasenmäher mit Kabel kaufen. Machst du aber Ja auch klar, nicht. ich kann auch mit der Pferdekutsche durch die Gegend. Ja, richtig. Aber das ist ja der Punkt. Ein Akku ist in der Regel etwas, was dir sehr viel Freiheit gibt. Und ich finde es immer schade, du hast das vorhin so ein bisschen in diese Richtung lenken wollen, als wenn die Firmen sagen, ja, also Firmen haben natürlich auch Interesse, dass du ihre Akkus kaufst und in ihrem Akkusystem bist. Natürlich ist das auch so, dass die Firmen dann wissen, naja, wenn sie einen schönen Akku hat, dann kauft er vielleicht auch eher ein anderes Gerät. Aber das ist ja nicht so, dass da böse Menschen sitzen mit Peitschen und Hörnern auf dem Kopf und sagen, ja, jetzt werden wir sie knechten. Das ist einfach der natürliche Lauf der Dinge. Ja, genau. Ja, ich verstehe auch, dass jeder natürlich auch nochmal seine Akkus besser entwickeln möchte. Aber ich habe ja auch direkt gesagt, dieses CRS-System, also fändest du das nicht wünschenswert, wenn es nur noch darum gehen würde, was für also wenn du jedes Gerät mit einem Bosch Proco ausrüsten könnte, wäre doch voll geil, oder? Nee. Ah. Also ich bin mir sicher, dass jetzt alle Kollegen von Bosch hier draußen zugucken und sagen, hat er nicht gesagt, ja. Das ist doch ein Bosch-Kanal, wir haben doch bezahlt dafür. Nein, haben wir nicht. Ich habe mit Akkuentwicklern gesprochen. Und ich habe mit Akkuentwicklern verschiedener Firmen gesprochen. Und auch gesagt, wäre das nicht cool, wenn alle nur noch eure Akkus nutzen würden? Und dann die erste Antwort ist, ja, Firma, mega genial. Das Interessante ist aber, wenn man sich das ehrlich betrachtet, ist es so, dass es der schlechteste Kompromiss ist. Denn wenn du alle Geräte, jetzt nehmen wir mal das Procore-Beispiel, alle bekommen jetzt Bosch 18 Volt, dann ist es so, dass wir eine deutlich deutlich längere Entwicklungszeit hätten. Ja, klar. Weil das auf jeden Fall. Also die ganze Innovation würdest du komplett einbremsen. Total. Und du hättest ein Riesenproblem, weil ganz viele da draußen sagen immer wieder, nur noch ein Akkusystem, das ist doch hier eine Weltverschwörung, dass wir das nicht haben. Nee, wenn jemand eine clevere Idee hat und seinen Akku auf sein Gerät einschwört, sage ich jetzt mal, die Kommunikation perfekt macht und so weiter, dann kann das total sinnvoll sein. Denn man unterschätzt total, dass es nicht so, dass da nur ein Plus- und Minuspol ist, den stecke ich irgendwie in meine Maschine rein und dann läuft das schon. Da ist so viel Intelligenz inzwischen dahinter. Gerade wenn ich mir die neuesten Akkus angucke, für das 40-Volt-System Makita oder auch die Expert-Akkus von Bosch, wie viel Intelligenz in diesen Akkus drin ist, dass sie genau mit dieser Maschine so viel Leistung freigeben und dann will ich das Maximum rausholen und das und das und das. Du kannst einfach nicht 5000 Geräte mit einem Akku laufen lassen können und dann noch sagen, jedes Jahr gibt es eine neue Innovation, wir machen weiter. Das geht einfach nicht. Und deswegen sage ich, es ist total interessant zu sagen, wir haben das CRS, wir haben M-Share als die zwei ganz großen auf dem Markt und das macht für mich total Sinn. Und mal schauen, wie sich das über die Zeit entwickelt. Vielleicht ist es ja so, dass es später immer nur noch 3 oder 4 große Systeme gibt. Aber das eine große System, das zentrale, glaube ich, wird zu Ja, zugeben. genau. Vielleicht machen wir 2. Aber ich glaube, sind wir uns alle einig, dass USB-C in sämtlichen Geräten auch einfach unser Leben so viel leichter gemacht hat? Total. Oder wie viele Ladegeräte hatten wir früher und dann hat sie trotzdem nicht genau das Richtige für dein was auch immer? Absolut. Ich freue mich super, dass mein Handy jetzt endlich USB-C hat. Ich hab jetzt einen Rasierer mit USB-C. Wow. Es ändert mein Leben. Wirklich, ich habe jetzt blöderweise ein bisschen zu kurz rasiert, weil ich so, voll cool. Und dann sieht wieder aus wie 12, aber anderes Thema. Ja, man muss jetzt aber auch sagen, natürlich kann man jetzt sagen, alles muss USB-C haben. Es verhindert aber auch, dass jemand sagt, nee, ich möchte eine schnellere Geschwindigkeit. Das verhindert es. Ja, ich bin bei dir. Also es ist natürlich, aber dann denke ich mir bei manchen Sachen, du hast ja noch gar nicht erwähnt, dass ich ja auch der Typ bin, der den Handhobel in die Hand nimmt. Ja. Und die Handsäge. Ich mache sogar die Löcher mit so einer Kurbel. Wirklich? Und bei manchen Sachen, für YouTube. Okay. Nein, aber es ist ja trotzdem, ich glaube, ich bin in vielen Lebensbereichen auch so unser Haus, das kriegt jetzt auch kein Smart Home Gedöns, tralala, was es da irgendwie alles so gibt. Ja, das soll also wir machen so ein bisschen ökologisch und wir haben trotzdem eine moderne Wärmepumpe, aber trotzdem war bei den anderen Sachen einfach so simpel, erprobt, wie es einfach schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten funktioniert mit den Materialien. Und das wird dir jetzt nicht gefallen, aber ich habe manchmal so Geräte, zum Beispiel diese Capex die Capex, wirklich, ich habe gestern noch drüber nachgedacht, die braucht sich nicht zu verändern. Ich kann wenn diese Maschine jetzt einfach die nächsten 30 Jahre so bleibt, perfekt, ich bin zufrieden.
Ich bin mit diesem Handhobel, der über 100 Jahre alt ist, ich bin damit zufrieden. Ich kann damit alles, was ich in meinem Kopf habe, was ich gerne umsetzen möchte, kann ich damit umsetzen. Gibt es bessere Sachen? Ja. Brauche ich das? Nee. Also siehst du mich jetzt nicht unruhig jetzt hier auf dem Stuhl sitzen. Warum sollte mir das nicht gefallen? Nein, ich meine, aber ich glaube, dass einfach so so wie ich dich ja auch kenne, privat, wie du so bist du ja schon jemand, der für Innovation, für Fortschritt steht. Aber ich meine das ja positiv. Ja, klar. Ne? Und ich glaube, also, weißt du, ich bin zu 100% bei dir und ich bin zu 100% nicht bei dir. ja, genau, das dachte ich mir. Ja, Ist doch gut. Also, ich mache dir mal ein gutes Beispiel. Du sagst eine Sache, da bin ich voll bei dir. Ich persönlich mag Smart Home. Wusste ich. Bei mir zu Hause Du hast ja eine Apple Watch. habe ich alles, ja, das hat damit nichts zu tun, aber ich habe zu Hause wirklich meine Rollläden, meine Alarmanlage, meine Kameras, meine Bewegungsmelder, alles da irgendwo so mit drin. Krieg die Krise, wenn ich das schon Alles schön. Aber wenn ich einen Rollladen hoch und runter machen möchte, habe ich dafür einen Schalter. Und zwar an der Wand, neben dem Fenster. Na, kick mal an. Ja. Ein gut befreundeter Mensch hier, den ich in meiner Umgebung habe, hat das nicht. Der hat gesagt, ich baue mein Haus, Handy, alles über Handy, super. Und er ist da mega happy damit. Das ist ganz, ganz toll. Und dann waren das allererste Mal seine Eltern da und wollten eine Rolle hochmachen. Ja, ging nicht. Und dann, wo ist denn der Schalter? Ja. Und dann, naja, guck mal hier auf dem App, ältere Herren, so Mitte 80. Hä? Was soll denn das? Ich will doch nur Fenster hoch. Ja, also ich möchte das Licht haben. Und wir machen uns das häufig viel zu kompliziert. Naja. Autos, gutes Thema. Plim und 1000 Spurhalter. Versuch mal, und irgendwas. während der Fahrt, ich will einfach nur die Klimaanlage, ich will nur die Temperatur ändern. Keine Haptik, keine Rückmeldung. Wir sollen eigentlich nicht während der Fahrt nicht auf die Fahrbahn gucken, aber keine Ahnung, muss erst mal 100 Jahre hingucken, wie viel Grad haben wir. Wo komme ich da jetzt hin? Ich stehe total auf diese alten Klimaanlagen, Geil. wo du mit dem Drehregler alles eingestellt, fertig. Ja. Ja. Und ich meine, wirklich das Gebläse, kannst du schön so klack umstellen, das reicht. Und das reicht auch einfach. Ja. Also das ist so eine Innovation, wo ich sage, weiß ich nicht. Also muss ich gar nicht haben. Das heißt also, man muss immer ordentlich einsetzen. Jetzt mal auf der anderen Seite. Ja, also ich bin voll bei dir an vielen Punkten. Du hast vorhin das Festool-Beispiel gebracht. Du hast gesagt, Mensch, deine CAPEX muss ich nicht ändern. Bin ich voll dabei. Super. Und viele wissen, dass ich privat früher eine TS55 hatte. Also eine Tauchsäge von Festool habe ich viel benutzt. Ich bin jetzt ja auf Akku umgestiegen, benutze die von Metabo. Aber ich hatte eine TS55, war mega zufrieden. Ja, habe gesagt, das ist die Säge. Was willst du daran besser machen? Ich wüsste eine Sache. Ja. Oh, was denn? 5 mm mehr Schnitttief. Richtig. Und dann kam die TS60. Perfekt. Dann hast du die TS60 gesehen und hast gesagt, Dann kannst du die wollte ich schon immer haben. Ja, du kannst aber 52er holen. Und also wirklich, Richtig. jedes Mal, wenn ich einen 52er Bohle mir kaufe, denke ich mir, nein! Richtig. Dann muss ich da ohne Schiene arbeiten. Weißt Genau. du? Und dann brauchst du eine Schiene, dann brauchst du einen Anschlag und dann fängst du an, irgendwie so rumzufummeln und dann wird's, Menno. Und die TS60 hat halt mehrere Vorteile. Es ist nicht nur mehr Schnitttiefe. Es ist ja auch eine HK85, ich weiß, es ist viele Namen, aber hätte es auch was anderes nehmen können. Alles fein. Auch auf der Führungsschiene kompatibel, bla bla bla. Aber du willst eigentlich nur ein Gerät haben, nicht 1000 Geräte kaufen. Aber eine TS60 ist einfach mal so stark geworden, dass sie durch jede Eichenbohle meinetwegen oder irgendein Hardware einfach so durchmarschiert. Ja. Weil vorher hättest du gesagt, brauche ich eigentlich nicht. Nutzt du einmal und sagst du, boah. Hat die nicht auch kannst du die nicht auch an diese Klick, dass die so einrastet? An diese Schiene? Ja. Das denke ich mir auch immer, ich brauche das nicht, ne? Aber bei so ein paar Sachen dachte ich mir jetzt auch schon, hätte ich jetzt gerne. Aber ich habe kurz überlegt, ob ich das mit der TS55 sage und darum habe ich die CAPEX genommen. Weil Ja. Ich hätte also es ist Innovation. Aber der Punkt, jetzt ist der wichtige Punkt. aufgemerkt. Genau, aufgemerkt. Du hast ja eine TS55, die 60er ist rausgekommen. Mal als Beispiel. Du musst dir keine TS60 kaufen. Sondern du kannst doch einfach mit deiner Säge, die du hast, weiterarbeiten und kannst mit der ganz genauso. Und erst wenn dich das so sehr aufregt, die Bohlen aufzutrennen, dann kaufst du dir dann meinetwegen was Neues, oder wenn sie kaputt gegangen ist oder. Aber viele benutzen ihre Werkzeuge nur so kurz, bis das nächste Neue rausgekommen ist. Dann muss ich eigentlich schon das Neue haben, muss. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Man kann relativ lange mit seinem Werkzeug arbeiten. Und wenn man jetzt zum Beispiel die kabelgebundene Säbelsäge hat
und irgendwann sagt, dann ist zum Beispiel, mir ist es nämlich genauso passiert, auf meinen großen, guten Bohrhammer, der hat immer funktioniert, aber dann ist zum 15. Mal, und das ist wirklich eine echte Geschichte, zum 15. Mal ist mir ein Stein auf mein Kabel gefallen. Ich habe Abriss gemacht und dann irgendwo machst du, dann fällt den Stein runter, fällt sie auf Kabel und dann habe ich gesagt, scheiß doch, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Es ist jetzt auch Schluss und zwar für immer. Und ich habe diesen Bohrhammer auch repariert. Der ist noch da, aber ich benutze ihn niemals. Weil genau, dann habe ich mir ein Akkugerät gekauft, damals vor vielen Jahren schon. Ich nutze nur noch genau das. Das war übrigens mein erstes Bosch-Gerät, was ich hatte. Ja, okay. Ein Bosch-Bohrhammer in Akku. Ja. Das ist eins meiner Lieblingsgeräte. Uralt inzwischen, im Verhältnis zu ganz vielen neuen Geräten. Ja. Aber ich habe mir nie ein neues zu Hause hingestellt. Obwohl ich die alle hier habe, könnte ich einfach nur mitnehmen. Mache ich aber nicht, Kann weil ich sage, ich sehe auch viele das Werkzeuge ist mein hier. schönes Gerät und das benutze ich weiter. Ja. Ja, ich denke auch, also wenn man nochmal irgendwie Bock hat, so ein bisschen, ja, man kann ja damit zufrieden sein, aber manchmal juckt's einen ja doch so in den Fingern. Ne? Wir hatten ja auch schon, dann kauft euch einfach mal ein neues Sägeblatt. Ja, zum Beispiel. Ne? Einfach, wenn man da so ein bisschen neue Performance-Steigerungen haben möchte, ne, gibt ja schon ein paar Sachen. Oder ja, man überlegt sich vielleicht einfach mal so ein bisschen selber, bildet sich weiter, neue Techniken, neue Vorrichtungen. Ne? Also es muss ja nicht immer das neue Werkzeug sein, um ein bisschen mehr Spaß zu haben. Absolut. Du bist in dem Sinne auch wirklich ein gutes Beispiel, weil du immer wieder zeigst, dass man auch mit einfachen Werkzeugen, zum Beispiel tut es auch der einfache Handhobel, der kostet ja auch ein bisschen, ja. Aber wenn man jetzt mal das mal im Verhältnis sieht, kann man mit Handwerkzeugen unwahrscheinlich viel erreichen. Und natürlich dauert es häufig, gerade für den Anfänger dauert es deutlich länger, weil man braucht mehr Übung. Ja. Aber es ist auch ein sehr befriedigendes Gefühl. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Punkt, wenn man jetzt im Handwerk ist. Also ich zumindest durfte mich die Maschinen aussuchen, die ich haben wollte. Ich krieg die halt dann dahingestellt. So. Und damit hast du dann jetzt zu arbeiten. Und man kennt das und man arrangiert sich dann irgendwie damit. Also das ist viel einfach man arrangiert sich damit. Das passt schon irgendwie. Und ich habe ja eh keine Alternative. Ja. Darum finde ich es auch ganz spannend. Das war für mich, als ich dann auch so ein bisschen damals mit YouTube angefangen und dann kamen auch so die Rückfragen und dann habe ich aber auch gemerkt, ne, mit so Kanälen wie eurem, was die Leute auch wirklich interessiert. Und meistens denke ich mir, Quatsch, ist mir doch scheißegal, wie viel Umdrehungen der jetzt hier hat und sonst noch was. Aber dann muss ich dazu sagen, wenn du selber dein Geld ausgibst, warum solltest du dann halt eben eine schlechtere Performance bekommen? Klar. Also, weißt du, wenn ich jetzt Verkäufer wäre in dem Sinne, würde ich dann auch sagen, ja, ist egal, kannst irgendwas nehmen. Was ist das für eine Beratung? Naja. Du bist danach noch genauso schlau wie vorher. Ohne Frage. Ne? Und ihr könnt dann halt irgendwie sagen, naja, guck mal, wenn es da irgendwie, der hat die und die mehr Leistung. Idealerweise finde ich ja auch diese Visualisierung, dieser Schraubentest, finden die Leute, glaube ich, immer geil. Aber da siehst du dann wirklich, okay, so schnell ist die Schraube dann halt eben drin. Absolut. Und bei einer Schraube ist es ja immer so, ja, okay, war eine Sekunde schneller. Aber mach das mal mit einer 120er, 160er Schrauben. Dann sind es vielleicht schon 4 Sekunden. Und dann bohr damit mal, keine Ahnung, oder schraub an, ne, 100 davon. Dann merkst du ja schon einen Unterschied. Und dann merkst du halt irgendwie, wie lange hält der Akku. Also ich finde das schon gut, dass es dann halt eben auch so diesen Blick darauf gibt. Merke aber halt eben auch, wenn man so eine gewisse Basis an Skills hat, dass manche Sachen auch gar nicht mehr so relevant sind. Ja, ja, absolut. Und natürlich habe ich dann auch keinen Vergleich. Ne? Also mir ist kein Chef gekommen und hat gesagt, Dominik, guck mal, hier links hast du jetzt den Bosch und da hast du den Makita. Probier die doch einfach mal 3 Tage lang aus, immer so ein bisschen abwechselnd. Und den du schöner findest, darfst du dann behalten. So, gibt's ja nicht. Aber das seid ihr. Ja. Ihr seid das. Ja, das stimmt. Ne? Und ich finde das auch richtig geil. Und nach habe ich dann halt eben auch darüber, über die Kommentare gemerkt, hey, vielleicht gucke ich mir die Maschine auch mal so ein bisschen näher an. Vielleicht fange ich auch mal an, Kritik zu üben. Vielleicht fällt mir auch mal auf, ja, das hätte man besser machen können. Ne? Weil eigentlich akzeptiere ich dann immer so die Sachen. Ich habe ja keine Wahl. Aber man könnte ja auch mal sagen, nee, das könnte besser sein. Und dann öffnet man auch mal so ein bisschen den Blick. Es gibt ja auch so, also Metabo habe ich zum Beispiel mir früher nie angeguckt. Ich bin jetzt auch, keine Ahnung, warum, vielleicht ist es immer noch so fest, auch nicht so der Riesen-Metabo-Fan. Aber die machen ja auch einfach vernünftige Sachen. Die machen sehr gutes Werk. Die machen sehr gute Sachen. Ich hatte einmal einen Exzenterschleifer von denen, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Der Exzenterschleifer, wir hatten alle Festool und dann wurde mal einer von Metabo geholt. Der war so kacke. Der war so schlimm. Und das hat für mich so eingebrannt. Wenn du mir jetzt von Metabo erzählst, sie könnten, also ich denke immer an diesen kleinen dämlichen Exzenterschleifer.
So, voll schade. Aber genau, das ist aber halt Vergangenheit, ja. Und wo stehen wir heute? Das ist eine ganz andere Nummer. Und gerade Metabo ist eine unfassbar unterschätzte Marke. Weil sie so gutes Werkzeug und die Schrauber und die Sägen, die Kappsägen zum Beispiel von Metabo. Das ist einfach genial. Ja? Gerade die neuen Kappsägen, sehr, sehr kompakt gebaut und sind absolute Preis-Leistungssieger. Also wenn wir einen Test machen, ist es immer so, Metabo gewinnt in der Regel immer in Preis-Leistung. Echt? Und da kann keine Marke dem was vormachen. Und das ist ja keine schlechten Sägen, sondern das sind solide, gute Sägen, wo man sagen würde, ja, bei einer Capex, da ist noch mal so ein ganz bisschen so, ja, aber kostet 3-mal so viel. Ja, da muss man sich schon überlegen, ist es das jetzt mir wert oder eben nicht? Und im Grunde würde ich jetzt quasi auch zum Ende, ja, so ein Endstatement machen. Und vielleicht würdest du da auch zustimmen. Kauf immer das Werkzeug, was du brauchst, ja, für und nicht das Werkzeug, was du denkst zu brauchen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, ja ich ein ganz klein bisschen Luft nach oben. Also ein bisschen Reserve doch vielleicht schon, oder? Ich sag nur dein Bohrhammer. Ja. Aber so ein bisschen, aber es kann ja auch, also manchmal wächst man ja auch mit seinen Fähigkeiten. Total. Und dass man dann gerade, ich denke so bei Schnitttiefen, ne, dass man dann irgendwie, Total. ich finde bei einer geringen Schnitttiefe denkt man ja, ach, das ist dann auch nicht so gefährlich. Weißt du, so eine große Handkreissäge kriegst du gefährlich 85 Millimeter oder 100. Ja. So, weißt du, aber jetzt denke ich mir zum Beispiel, also war jetzt bei mir nicht so, aber jetzt manchmal denke ich mir, ja, größere Handsäge wäre jetzt auch gut gewesen. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, man muss sich jetzt auch nicht einfach immer das Größte holen, wenn du einfach ganz normal, also dieses Akkuschrauber-Beispiel, Riesenteil, um dann halt eben trotzdem ganz normal nur deine Schräubchen da reinzudrehen. Kauf den 12 Volt und gut ist. Das finde ich ein gutes Statement am Ende. Kauf den 12 Volt und gut ist. Im Grunde ist es auch genau das. Oder? Ja.